Hallo und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Hier sind so ein paar kleine Fotos. Ich habe zwei neue Sachen bekommen. Und zwar zum einen, den Abricht- und Dickelhobel von Scheppach, und zwar den HMS 1080. Und das alles mit freundlicher Unterstützung der Firma Scheppach und die neue Absauganlage DC500, die das bisherige Modell dieser Absauganlage ablöst. Und das wollen wir mal kurz auspacken und ich wollte euch das Ganze einmal vorstellen. Da ich keine große Lust habe, hier so eine Art Unboxing vorzustellen, also auspacken und das ist drin, machen wir es einfach mal so. Und so sieht das fertige Produkt dann auch schon aus. Es gibt eigentlich nicht viel anzuklemmen oder anzuschrauben. Und zwar will ich nur mal kurz darauf eingehen, das ist eigentlich nur hier dieser Wellenschutz. Das sind hier im Prinzip nur zwei Schrauben, die reingemacht werden. Hier oben und hier auch jeweils eine Schraube. Das Ganze dient halt zum Schutz. Hier ist die Welle. Und wenn die sich dreht, wird halt hier dieses Teil, das kann man dann einstellen, dass hier drunter das Holz durchläuft, ohne dass man mit den Fingern da reinkommt. Dann ist des Weiteren hier eine Kurbel, das ist für unten drunter. Und zwar ist das hier ein sogenannter Abricht- und Dickenhobel. Das bedeutet, hier oben kann man ein Holz durchschieben und an einer Seite glatt machen. Und hier unten kann man dann das ganze Holz reinschieben, wenn man einmal eine glatte Fläche hat und es von allen vier Seiten gleichmäßig abhobeln. Des Weiteren war dann noch hier auf der Rückseite dieser Anschlag. Der wurde hier unten mit zwei Schrauben festgemacht. Die Kabelaufwicklung ist hier und der Schiebestock ist dabei. Das war eigentlich schon alles, was ich so anschrauben musste. Und unten drunter natürlich noch 4 Gummifüße, die das Ganze dann vibrationsfrei aufstellen lassen. Die Absauganlage DC500. Da machen wir genau dasselbe mal. Die packen wir auch nicht aus. Das zeige ich in einem der nächsten Videos. Ich stelle sie jetzt einfach mal so. So, und da haben wir das andere Ende dieses Schlauches. Da sind dann hier bei der Absauganlage sind 2 verschiedene Adapter dabei. Und bei meiner Hobelmaschine, da ist noch mal ein extra Absaugadapter mit dabei. Den baue ich jetzt hier dran. Und zwar wieder die Schlauchschelle hier drum, den Adapter dann hier hinein und einfach die Schlauchschelle wieder festdrehen. Und damit passt der Schlauch dann natürlich ganz toll hier drauf. Fertig. Jetzt mal ein bisschen zur grundlegenden Funktion. Also das Ganze, das ist jetzt der Wellenschutz, den kann man hier halt hochdrehen, und das ist das Gefährliche, dass man hier nicht mit den Fingern reinkommt. Ich ertappe mich schon immer wieder dabei, dass ich hier oben drauf versuche, den Dreck, den Staub wegzumachen, aber das ist lebensgefährlich. Also die Messer sind wirklich unheimlich scharf. Ich habe jetzt keinen Stecker drin, deshalb kann auch eigentlich nichts passieren. Und das hier ist der feststehende Tisch und dieses Teil lässt sich verändern. Und zwar hier am Ende mit dieser Stellschraube kann man diesen Tisch rauf oder runter fahren. Das bedeutet, dass wir in der kleinsten Stellung eigentlich hier fast keinen Spalt haben. Das ist nur 1 mm oder sowas, das man abtragen kann. Und je weiter wir das runterdrehen, desto größer wird der Spalt und desto mehr wird vom Holz abgetragen. Hier unten drunter befindet sich die Absaugung, die hier oben für die Abrichte ist. Also Holz abrichten bedeutet abhobeln an einer Seite. Und dazu sind hier an der Seite jeweils 2 Sicherheitsschalter, die nach rausgezogen werden. Das ist auch eine elektromagnetische Sperre. Und zwar, wenn die nicht reingedrückt ist, fest, richtig, läuft die Maschine nicht, bekommt die keinen Kontakt. Also das wird an beiden Seiten gelöst. Und dann kann man die Absaugung, so sieht das Ganze aus, kann man abnehmen. Und die wird dann später hier, wenn man jetzt hier unten den dicken Hobel benutzen möchte, wird das nach oben drauf gesetzt, um die Späne nach oben abzusaugen. Aber wie gesagt, ohne dass diese Seitenteile hier richtig drin sind, springt die Maschine nicht an.
Jetzt machen wir mal die erste Probe. Also ich setze jetzt das Gerät zum allerersten Mal in Betrieb. Ich habe hier eine Dachlatte, grün, dann kann man nachher sehen besser, wie viel da jeweils an Span abgetragen wird. Und das machen wir das Ganze mal. Die Maschine ist allerdings sehr, sehr laut und deshalb auch hier meine kleinen Mickey-Mäuse. So, das ist richtig schön glatt geworden, wie ein Kinderpopo. Also so sieht dann die raue Seite, die anderen Seiten sehen das aus. Und ist schade, dass ich jetzt erst die Maschine bekommen habe. Ich habe ja beim letzten Mal, schaut mal hier oben, da, auf meiner Garage neues Dach gemacht. Und das waren auch so ganz grobe Bretter, weil die mittlerweile einfach günstiger sind als die fix und fertig gehobelten. Und da hätte ich die Maschine wirklich gut brauchen können. Ich habe ungefähr einen, was hast du, 40 cm breiten Dachüberstand. Und den hätte ich natürlich gern, zumindest von der Unterseite, hätte ich das Brett gerne glatt gehabt. Ging aber nicht, weil ich so eine tolle Maschine hier gar nicht hatte. Und jetzt bin ich froh, dass ich sie habe. Leider ist das fürs Dach ein bisschen spät, aber für die Zukunft bringt es das wirklich. Das war jetzt der Abrichthobel und jetzt machen wir hier mal, probieren wir das Ganze mit dem dicken Hobel aus. Da ich ja jetzt diese Seite, die ist glatt, wenn ich die auflege, liegt die auch wirklich plan, liegt die auf. Und jetzt möchte ich natürlich die anderen Seiten auch gleichmäßig machen und dafür ist dieser dicke Hobel hier unten. Dazu müssen wir die Absauganlage hier nach oben versetzen und dann setzen wir hier unten den Boden, können wir hochschrauben. Machen wir mal auf die Schnelle. Mithilfe dieser Kurbel können wir hier dieses Unterteil komplett hochfahren. Hier befindet sich eine Skala, mit der man die Dicke des Holzes einstellen kann. Und dann wird das Holz, hier oben ist auch ein Aufkleber, von dieser Seite aus durchgeschoben. Ich mache das Ganze mal wieder an. Und schon habe ich ein richtig schönes, glattes Stück Holz. Das ist also wirklich, da kann man sich nicht mehr dran schneiden und gar nichts. Ich bin überrascht, vor allen Dingen habe ich im Vorfeld halt darüber gelesen, dass es hier, beziehungsweise hier an der Seite, solche Schläge geben soll im Holz. Also ich kann jetzt nichts feststellen. Vielleicht liegt es auch dann daran, wenn ich ein längeres Holz mal durchschiebe. Das hier ist ja jetzt so ungefähr 45, 50 cm lang. Aber ich muss sagen, tippitoppi. Und auch die Absaugung. Hier unten habe ich ein bisschen liegen. Und dann hier oben. Also die Absaugung hat das wirklich gut geschafft. Das, denke ich, sind doch alles wirklich absolut kleine Teile. Optimal, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier mal so eine 1,20 m lange Leiste, auch relativ rau das Ganze und das versuchen wir jetzt auch mal hier. Ich will mal sehen, ob das auf die Länge, wie gesagt, das heißt immer, dass wenn man das Holz einschiebt, dass das durch die Bewegung vorne einen Schlag bekommt und dass man das im Holz sehen kann. Mal schauen wir mal, ob das hier jetzt auch passiert. Also bei langen Hölzern sieht es doch schon mal ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber man kann es zumindest fühlen. Hier gibt es einen Schlag drin. Und das ist das Stück, was ich als erstes reingeschoben habe.
Und ist jetzt nichts, das könnte man im Notfall noch wegschleifen. Aber man merkt doch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Die andere Seite ist tippitoppi, hier unten. Aber das ist ein bisschen, da muss ich mir noch etwas überlegen. Top-Maschine, das, was mir negativ aufgefallen ist, das ist hier an der Absaugung. Ich nehme das mal gerade raus. Da ist in dem Rohr drin hinten dieses Gitter und dieses Gitter verstopft. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, wofür dieses Gitter überhaupt gut sein soll. Auf jeden Fall werde ich mir das mit Hilfe eines Sägeblattes rausschneiden, weil was nützt mir das? Genau die Späne sollen ja abgesaugt werden. Kleine Ursache, große Wirkung. Ich habe das jetzt hier mit einem einzelnen Sägeblatt einfach schön, das ist ja nur Kunststoff, rausgesaugt. Und vielleicht hat einer von euch ja eine Idee, wofür das überhaupt drin sein soll. Weil das ist ja eine Absaugung, das läuft ja direkt in die Absauganlage rein. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, wofür das tatsächlich gut sein sollte. Schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Würde mich mal wirklich interessieren, ob das einer weiß. So. Ja, da ist nichts mehr drin. Also das ist sauber. Hat sich gelohnt, das Sieb da rauszumachen. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Diese Maschine kann ich guten Gewissens empfehlen. Ich werde die jetzt auch demnächst öfters benutzen. Ich muss sagen, ich habe mir viele Maschinen vorher angeschaut und ich würde sagen, das hier ist so eine Mittelklasse-Maschine. Das ist natürlich so, wenn ihr eine Schreinerei habt und jeden Tag hunderte von Metern hobeln müsst, dann kauft euch natürlich eine Maschine, die 7.000 oder 8.000 Euro kostet. Das Teil hier ist für 330 Euro so ungefähr. Kann ich empfehlen, ist für eine Hobbywerkstatt absolut ausreichend und erzielt wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Ich bin rundum zufrieden damit. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sage Tschüss, bis demnächst. Gruß, euer Jürgen.